Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Guten Morgen, ihr Lieben, hier bin ich wieder. Die Weihnachtstage sind um, die Weihnachtsfeiertage. Wir gehen straff auf das neue Jahr zu. Morgen und übermorgen kommen die Sternzeichen für den Januar. Da gibt es keine Tagesbotschaft. Und jetzt schauen wir mal, was ich uns heute weitergeben darf. Es geht um unser Umfeld, die Häuslichkeit, unsere Umgebung. Und es geht darum, dass es irgendwie sich gefestigt anfühlt, dass wir da Stabilität finden, dass wir vielleicht auch langfristig irgendwas planen, was aus diesem Bereich kommt. Für einige ist es vielleicht auch das Thema, sich mit seinen Wurzeln zu beschäftigen. Wir haben hier Gespräche auf der bewussten Ebene, Nachrichten. Vielleicht gibt es auch etwas zu klären im Bereich der Ämter und Behörden der Vitalität. Und es kann sein, dass aus dem Unterbewusstsein viele Zweifel auf uns wirken oder viele Fragen offen sind, dass man sich nicht ganz schlüssig ist. Es kann ja im Bereich der Kommunikation sein oder wie man sich auch ausdrückt. Es geht um das Thema Ehrlichkeit, ehrlich zu sich selber sein. Der ein oder andere hat vielleicht schon ein bisschen so auch, naja, ich sag mal Altersbeschwerden und sucht hier andere Wege, wie er diese Mängel, die das mitbringt, ausgleichen kann. Das hatten wir im großen Blatt so ähnlich. Ich bin gerade am Überlegen. Hier ist für die nähere Zeit der Turm. Ne? Das Umfeld kann hier sehr fordernd sein oder sehr viel abverlangen oder auch, ja, dass man irgendwie so den Wunsch hat, sich zurückzuziehen, Dinge für sich alleine zu regeln, nicht so beschäftigt zu sein und dass es genau das ist, was man auskommuniziert. Das Wort Unabhängigkeit könnte ein sein. Andererseits habe ich hier auch Kommunikation im Bereich der Ämter und Behörden oder der Selbstständigen, wo man sich auch ehrlich irgendetwas eingestehen darf. Wir haben die Umbrüche im eigenen Haus drin. Vielleicht wirkt es auch so, dass aus der eigenen Sicht heraus Dinge schwierig sind oder so nicht weitergehen können, sollen. Denn das ist genau das, was ich gedacht habe. Hier ist die Arbeitskarte mit dabei und die ist im Hause des Umfeldes. Entweder nimmt man uns sehr beschäftigt wahr oder dass wir uns mehr um die Arbeit kümmern als um alles andere. Oder es wird auch Arbeit von uns gefordert, ne? Sich einbringen. Der ein oder andere überlegt hier vielleicht das berufliche Umfeld ein bisschen anzupassen bei den Dingen, die er noch leisten kann. Oder in dem Umfeld, wie er sie leisten kann. Hier ist halt absolute Authentizität wichtig, ne? Dass man sich selber das zugesteht, dass man nicht über seine Grenze ständig geht und dass man nicht immer noch mehr Mangel erschafft, in sich selber oder mit sich. So, wir hoffen, dass die Dinge gut ausgehen, dass sich etwas zu unseren Gunsten dreht. Für einen oder anderen ist es vielleicht so, dass sie denken, wenn ich hier etwas geschenkt bekomme oder sich zu meinen Gunsten dreht, ist es vielleicht eine Mogelpackung. Ja, das ist jetzt alles, was hier rausgefallen ist. Und wir haben hier unten tatsächlich die Diskussionen, dass sich durchsetzen, Gespräche, denen ehrliche Worte fallen sollten. Hier zeigen sich vielleicht auch Wege,
vom Gegenüber, der sich neue Türen öffnet, der irgendwo einen Erfolg einfährt, der noch nicht richtig sichtbar ist oder gar ein neues Kapitel aufschlägt. Hier ist Erfahrung, eine neue Erfahrung. Aber auch hier diese Aufforderung, überleg gut mit deiner Schöpferkraft, in was du rein investierst, was sich für dich auszahlen wird. Oder wo es da noch ganz speziell neue Erfahrungen gibt. Was mir auch auffällt, ist so, dass hier vielleicht der ein oder andere gedacht hat, etwas Unausgesprochenes oder ein Geheimnis bliebe sicher. Aber das ist es hier nicht. Hier luft sich sozusagen ein Deckel. Bei allen Fragen auf den, wir haben hier sehr das Berufliche und die Selbstständigen dabei, das unabhängige Arbeiten und die Ämter, ist es vielleicht so, dass eine männliche Person eine Info mitbringt, die neue Türen öffnet. Hier sind Unabwägbarkeiten und mit der Dornenhecke ist es tatsächlich auch so, dass etwas piekt und dass wir das spüren. Und am anderen Fall ist es eben so, dass wir Vertrauen brauchen, unseren Weg zu gehen. Unterm Deck haben wir noch das Thema Transformation. Das würde ich hier genauso sehen. Aber es ist eben eine Transformation, die noch einige Unwägbarkeiten mitbringt. Hier ist es wichtig, dass wir langfristig planen, damit wir uns nicht immer noch mehr in die Dornenhecke reinwinden. Und es geht tatsächlich darum, sich selbst einzugestehen, die Wahrheit zu sehen, die Wahrheit auch zu akzeptieren. Möglicherweise ist die Wahrheit auch, dass man irgendwo festhängt. Und man muss ein bisschen methodisch vorgehen. Hier ist Timing alles, hier ist ja der langfristige Bereich. Und wenn man hier im Vertrauen bleibt und in diese Transformation irgendwie beständig auch aushält, dann winkt uns am Ende eine reiche Belohnung. Es geht wie immer mal wieder darum, auch Zeiten auszuhalten, wo etwas nicht so läuft, wo wir eben Mangel empfinden oder wo das Außen uns viele Dinge mitliefert, die wir jetzt mal so gar nicht gebrauchen können. Oder vielleicht auch immer wieder die gleichen Konflikte. Und hier liegt die Belohnung, wo viele vielleicht denken, sie kommt nicht oder sie ist eine Mogelpackung. Ne? Spannend. So, dann gucken wir, was darf ich noch mitgeben. Lass dich nicht kleinkriegen, also immer wieder aufstehen auch. Und der goldene Käfig, ja. Hier hat man vielleicht alles, was man braucht, aber man fühlt sich nicht frei. Man könnte raus. Man kann aber irgendwie nicht, weil man sich sonst immer noch mehr in diese Dornenhecke reinwindet. Und es ist dann am Ende so tatsächlich timingabhängig. In der Zeit, wo wir nichts tun können, können wir auch Pause machen, uns rausnehmen. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch und bis Montag.